Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Handballsport. Und zwar schauen wir uns in diesem Video das Spielfeld im Handballsport an. Und wir haben hier zwei Mannschaften aufgebaut. Die blaue verteidigt, die rote, die greift an. Wobei man taktisch verschiedene Varianten fahren kann. Aber die Taktik werden wir uns in einem eigenen Video anschauen. Generell, das Handballfeld ist viel kleiner als das Fußballfeld. Das hat für das Spiel eine enorme Auswirkung. Das Spielfeld ist 40 Meter lang und 20 Meter breit und wird in zwei Hälften geteilt. Soweit ist es ähnlich Fußball und anderen Sportarten. Wir haben hier die Mittellinie und den Mittelkreis, der aber hier eine wesentlich kleinere Rolle spielt als zum Beispiel bei Fußball und ähnlichen Sportarten. An den Seiten haben wir die Torlinie und in der Mitte das Tor. Das Tor ist genau 3 Meter breit und 2 Meter hoch. Also ein deutlich kleineres, aber doch größeres Tor als zum Beispiel im Eishockey, weil das Eishockeytor ist noch kleiner. Und wir haben in jeder Spielhälfte 4 wichtige Linien. Ich nütze hier diesen Spieler jetzt als Zeiger, um das noch zu verstärken. Wir haben auf der einen Seite eine geschlossene Linie, das ist die Torraumlinie und die wird auch als 6 Meter Linie bezeichnet. Innerhalb dieser Linie gibt es nur den Torhüter, der machen kann, was er will. Und da komme ich gleich dann darauf zu sprechen, es ist möglich, dass ein Angreifer diesen Raum betreten darf, aber nur in einer bestimmten Form. Außerhalb haben wir eine strichlierte Linie, das ist die Freiwurflinie. Die ist insofern relevant, wenn ein Freiwurf vom Schiedsrichter entschieden wurde, heißt das, dass zum Beispiel die roten Angreifer den Ball haben und sobald der Ball in Bewegung ist, kann ein Angriff erfolgen. Aber solange der Ball noch nicht in Bewegung ist, das heißt zum Beispiel der Rückraumspieler hat den Ball, müssen alle Spieler außerhalb dieser Linie sich aufhalten. Wenn sie etwa da rein wollen, dann ist das ein nicht erlaubter Spielzug. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, dass solange der den Ball hält, ist diese Drängerei, die ohnehin bei jedem Angriffsspielzug erfolgt, noch nicht möglich. Sie ist unterbunden durch diese Linie. Und dann haben wir noch 2 kleine Linien, die vielleicht im Laien nicht sofort auffallen. Diese Linie innerhalb des Strafraums ist, oder des Torraums, ist die Torwart-Grenzlinie. Sie ist genau 4 Meter von der Torlinie entfernt und hat folgende Funktion. Wenn wir diesen Spieler jetzt als Torhüter nehmen und diesen als Angreifer, dann gibt es die Entscheidung des 7 Meters. Da haben wir die eine Linie, genau da ist 7 Meter Entfernung zum Tor gegeben und der Torhüter kann den Torwurf erschweren, indem er sich bis zu dieser Torwart-Grenzlinie bewegt, wodurch er viel größer wird. Und wer sich schon einmal ein Handballspiel angeschaut hat, der sieht, dass der Torhüter dann die Beine und Arme von sich streckt, um sich noch breiter zu machen. Und der Angreifer muss sich überlegen, wo finde ich die Lücke, um ein Tor werfen zu können. Das heißt, diese Linie definiert, wo ist der Werfer, und diese Linie definiert, wie weit darf der Torhüter vor. Er darf also zum Beispiel nicht hierher. Er kann auch im Tor bleiben, das wäre aber eher blöd, weil natürlich die Möglichkeit besteht, dem Werfer das Leben möglichst schwer zu machen. So, jetzt holen wir uns den Verteidiger wieder zurück. Wir haben also die Abgrenzung des Arbeitsbereiches, wenn man so will, des Torhüters. Wir haben die Freiwurflinie
und die beiden sind für das Spiel wesentlich. Die Mittellinie ist nur nach einem Torerfolg oder am Beginn einer Spielhälfte relevant, auch bei der Verlängerung, falls es eine geben sollte. Aber ansonsten ist sie jetzt für die Spielzüge selbst nicht so wichtig. Wir kennen ja zum Beispiel die Linien im Eishockeyspielfeld und diese Linien sind für die Spielzüge wesentlich. Also über 2 Linien hinaus darf man nicht einen Pass nach vorne spielen, weil dann wird die Aktion sofort abgepfiffen. Was haben wir noch? Wir haben die Seitenlinien. Wenn der Ball über die Seitenlinie kommt, dann kann der Spieler hier einen Einwurf machen und das Spiel wird fortgesetzt. Soweit ist eigentlich das Spielfeld erklärt. Jetzt habe ich aber vorhin gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass ein Spieler diesen Raum doch noch betreten kann. Ich habe keinen Spieler als Torhüter vorgesehen, was ein Fehler ist, aber egal. Es ist jetzt ohnehin nur das Thema die Linien und das Spielfeld. Der Torhüter darf sich hier frei bewegen, das haben wir schon besprochen. Und das ist der Kreisläufer. Das ist der offensivste das ist quasi das, was im Fußball der Mittelstürmer wäre. Und wenn jetzt dieser Spieler zum Beispiel vom Rückraumspieler den Ball bekommt und er sieht eine Lücke in der Verteidigung, dann kann er den Ball zum Beispiel in diesen Bereich werfen. Das ist aber schon innerhalb von dem Torbereich. Der Kreisläufer fängt ihn aber, springt, bewegt sich also mit den Füßen nicht am Boden und dann kann er versuchen, ein Tor zu werfen. Das heißt, dann ist er innerhalb dieses Bereiches, was den Vorteil hat, dass zum Beispiel der Verteidiger ihn nicht mehr berühren kann. Er kann ungehindert werfen, allerdings hat er noch den Torhüter vor sich. Das heißt, diese Regelung gibt es, ansonsten hat er in diesem Bereich da drinnen nichts verloren. Wenn er jetzt zum Beispiel da reinläuft und einen Bodenkontakt hat, dann ist die Aktion abgepfiffen, das ist nicht erlaubt. Aber wenn der Spieler hineinwirft und er fängt ihn in der Luft, springt praktisch in diesen Bereich hinein, dann muss er sehr gut koordiniert sein, aber das gilt für alle im Handball. Fängt ihn, ist noch in der Luft und wirft, bevor er mit den Füßen wieder am Boden ankommt, dann ist das ein gültiger Angriffsspielzug. Und damit haben wir das Spielfeld erarbeitet. Über die taktischen Möglichkeiten werde ich ein eigenes Video machen. Da werden wir uns dann die verschiedenen Möglichkeiten anschauen, wie im Handball gespielt wird. Meistens ist es eine 6-0-Position. Wir sehen hier, alle 6 Feldspieler warten auf den Angriff der Gegner. Die Gegner können dann auch diese Position einnehmen. Es kann aber sein, dass der Rückraumspieler als Spielmacher etwas zurückgesetzt ist, was den Vorteil hat, dass die Verteidiger keinen direkten Zugriff haben und er kann aus der Distanz auch versuchen, ein Tor zu werfen, was ja auch oft genug passiert. Aber das schauen wir uns dann in einem eigenen Video an. In diesem Sinne hoffe ich, dass das interessant war und vor allem die Torwart-Grenzlinie kennt nicht wirklich jeder, vor allem nicht, wenn man nicht ständig Handball zuschaut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.